Hello and welcome to Kisa Design. Today we are in a completely different setting with two wonderful gentlemen. We are at the Urforia community event, which is a super cool watch event here in the Rhine-Main area in Großzimmern, like the big room place as it's in German. Here with me is Flomp89, aka Florian Bach, and Mario Franni. They are watch influencers, they are retailers, and they are the hosts of this cool event. So I got the chance to talk to them, and I'm gonna ask them a few questions and just share some insights about the idea of this whole community event. So stay with me. Was ist die Idee hinter der Urforia? Was macht sie anders als andere Watch-Events? Was ist das Spezielle? Flo hat mich ja vor ungefähr 4 bis 5 Jahren in diese Uhrenszene mit reingenommen, in dieses Bermuda-Dreieck Uhren, verschleppt sozusagen ins Rabbit Hole. Und ja, ich war durch Flo auf meiner ersten B2C-Uhrenmesse, also auf der ersten Uhrenmesse für Endkunden am Ende. Und was mir immer so ein bisschen gefehlt hat dort war, es war immer sehr voll, ist ja schön, wenn viel Besuch da ist und Co. Aber für mich als Familienvater hat so ein bisschen die Entspannung gefehlt. Es war immer hektisch, es war viel los an den Ständen. Du bist selten mit den Marken ins Gespräch gekommen, weil einfach viel los war. Und ich habe mich mit Flo drüber unterhalten und da ist irgendwann so die Idee raus entstanden, hey, es gibt hier im Rhein-Main-Gebiet nichts. Also sämtliche Veranstaltungen, die es mal gab, existieren nicht mehr. Lass uns doch etwas machen, wo wir die Community, also die Leute hier, meistens aus Deutschland, aus dieser Uhrenbubble zusammenbringen und das so verpacken, dass rein theoretisch jeder, egal einzeln, allein, mit Frau, Kind, wie auch immer, hierher kommen kann und einen schönen Tag verbringen kann und dieses Uhrenhobby gelebt werden kann. Und so ist das quasi dann entstanden. Ja, ich kann dazu ergänzen, als die Idee geboren wurde, das war Anfang 2024, hatten wir halt die Idee, aber noch keinen wirklichen Plan. Das heißt, wir hatten, mittlerweile habe ich einen Showroom, wir haben ein gemeinsames Büro in Neu-Isenburg und wir saßen damals im McDonald's in Neu-Isenburg. Das war unser Büro, also wirklich Notebook, Headset, Handys, ohne Ende Mc's Essen, freies WLAN, Getränke und Essen waren natürlich auch da und haben halt vor uns hingesponnen. Und wir haben Hotels angefragt, wir haben klassische Messe-Locations angefragt. Es war klar, Rhein-Main-Gebiet sollte es sein, wegen des guten Einzugsgebiets und Anschlusses. Aber wir haben nichts gefunden, beziehungsweise wir sind eine Zwei-Mann-Show, nichts Bezahlbares. Ja. Und das Konzept sollte natürlich auch sein, wir wollen ein bisschen anders als andere das machen. Das ist ja auch schon der Ansatz bei der Markenauswahl. Ich meine, unter anderem, deswegen sind wir im Kontakt, ihr macht auch kein Mainstream. Ihr macht ja auch Dinge für Liebhaber. Und wie so oft, mir kommen so Ideen im Auto. Ich bin Auto gefahren, ich wohne hier in der Nähe. Und bin am Werbung vom Fahrwerk, wo wir jetzt sind, einer Karthalle, hier ist die Event-Location dieser Halle, vorbeigefahren und rief dann Mario an, beziehungsweise schickte ihm eine Sprachnachricht, sinngemäß, ey Brudi, ich habe die Idee, lass uns auf der Kartbahn eine Messe machen. Ja, geil, machen wir. Das war Freitag, ich glaube Donnerstag oder Freitag und Montag haben wir dann angerufen hier im Fahrwerk vom Mc's aus und haben halt gesagt, hier, wir würden das gern machen, ja, und jetzt sind wir das zweite Jahr hier. Gefällt uns richtig gut. Aber ist natürlich ein weiter Weg vom McDonald's hin zu einem professionellen Uhrenevent. Ich glaube, das wird auch der Größenordnung des Ganzen nicht gerecht. Könnt ihr mal so ein bisschen erzählen, wie viele Aussteller sind hier, wie ist das Markenumfeld und ja, wie hat sich das Ganze entwickelt? Genau, also wir haben jetzt natürlich angefangen, wie gesagt, Mc's, ja, also klein, ohne Büro. Wir haben natürlich trotzdem, auch wenn das jetzt spaßhaft gesagt war, einen ernsthaften Gedanken dahinter. Letzten Endes ist das, was ich hier mache, tatsächlich mein Vollzeitjob. Ich mache Events, ich handle mit Uhren, ich mache Content. Mario zu großen Teilen eben auch.
Und wir wollten das dann halt auch ordentlich machen. Das heißt, beginnend mit letztem Jahr, resultierend aus den Ergebnissen vom letzten Jahr dann in diesem Jahr, haben wir gesagt, wir wollen ein Community-Event mit Messecharakter machen. Das ist, so wollen wir es titulieren. Messecharakter heißt, wir haben heute 16 Aussteller, glaube ich, da. 16 Aussteller mit deutlich mehr Marken, da wir unter anderem auch Händler da haben oder Stände, die mehrere Marken vertreten. Und wir haben darauf Wert gelegt, dass alles da ist. Also wir haben wirklich von kleinen Independent- und Microbrands, teilweise One-Man-Shows. Wir haben ausländische Marken wie deutsche Marken. Wir haben eine Konzernmarke hier. Wir haben Marken im mittleren Segment, was die Unternehmensgröße angeht. Selbiges gilt auch für Prestige und Preise. Sodass du eben angefangen bei wirklich konsumigen Uhren für 200-300 Euro bis eben von Uhren bis 30, 40, 50.000 Euro im Gebrauchtsegment fündig wirst bei uns. Und damit wollen wir jeden abholen. Und ich finde, das macht es auch aus. Ich finde, man merkt auch, es ist tatsächlich ein familiärer Charakter, also nicht nur unter den Besuchern, die mit ihren Familien auch hierher kommen, sondern auch unter den Marken. Es sind einfach viele auch deutsche Marken hier, man kennt sich, man versteht sich, man hat Spaß miteinander. Ja, und das finde ich wirklich eine coole Sache. Ja, du hast schon erwähnt, es ist hier eine Kartbahn. Es ist auch ein super cooles Ambiente einfach und man kommt hierher und man kann natürlich Uhren gucken, aber man kann noch viel mehr machen und auch Kinder können hier Dinge machen und erzählt mal ein bisschen. Ich finde es wirklich ein cooles Konzept. Die Idee war ja tatsächlich gewesen, dass wir gesagt haben, wir brechen diesen klassischen Messegedanken auf und machen eine Veranstaltung, wir nennen es ja auch nicht Messe, es ist ja für uns tatsächlich ein größeres Community-Event und die Idee, also gerade wie gesagt für mich als Familienvater, du weißt, du kannst ein Kind nicht irgendwohin mitnehmen und das ist dann 3-4 Stunden auf so einer Uhrenmesse unterwegs und ohne Entertainment oder sonst irgendwas, das läuft einfach nicht. Und also schon ein spezielles Kind, wenn es sich 3 Stunden lang für Uhren also interessiert. natürlich, ja, immer, das sind die Kunden von morgen, aber am Ende des Tages muss man natürlich immer schauen, dass sich das die Waage hält und ja, da war die Idee, das aufzubrechen und Flo hatte tatsächlich diesen Glücksgriff hier gelandet mit der Location, weil wir hatten mehrere Anfragen natürlich gestellt. Wir hatten auch bei Hotels angefragt und Co., die ja oft größere Räume zur Verfügung stellen. Die waren dann preislich in so einem Segment, dass wir gesagt haben, okay, für die erste Veranstaltung jetzt nicht, das nicht muss man ja dazu so sagen. passig. Ihr macht es ja jetzt zum zweiten Mal, ja? Und ihr seid ja schon enorm gewachsen und habt euch enorm entwickelt vom ersten Event. Das ist, finde ich, was, du hast es hervorgehoben, das möchte ich einfach einmal klarstellen. Wir machen das wirklich zu zweit. Wir sind in dem Sinne 2 Einzelunternehmer, die für dieses Event kooperieren. Wir haben keine externen Investoren, wir haben keine externen Arbeitskräfte. Die wir haben, müssen wir bezahlen, weil es Fremdunternehmen sind. Und dadurch ist es für uns, wir sind sehr stolz, es geschafft zu haben, einen Riesenkraftakt arbeits- und auch geldtechnisch das auf die Strecke zu bringen, weswegen wir eben dann auch was Einzigartiges schaffen wollen. Das nur als Einschub. Und ich finde, da kann man auch in der Uhrenbranche einfach an einem Strang ziehen. Und so wie ihr uns als Marken unterstützt, so unterstützen wir gerne diese Veranstaltungsformate. Das macht einfach Bock. Man kann hierher kommen, man kann Uhren angucken, man kann geil essen, man kann Kart fahren, man kann Minigolf spielen und die Kids können noch Uhrenbilder ausmalen. Es ist einfach der Hammer. Also ich finde es mega cool, was ihr macht. Wir hatten hier viel Spaß. Die Kundengespräche waren enorm intensiv, der Grad der Informiertheit bei den Kunden war enorm hoch. Also wer hierher kommt, der hat echt Ahnung von Uhren und es hat echt Spaß gemacht. So that's it from the Urforia. It was a great day. We had a lot of fun. It was all about watches and about meeting nice people. I'm just gonna grab all my fair booth together, pack it in the car, and then it's right back to the workshop and manufacturing the new blue wonderful Tragwerk 2.0. So stay tuned. Bye. Bye.